Hallo, liebe Stickfreunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreuzdame und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir die Frage beantworten, lohnt sich die Mystery Box Gold von Luca S? Und dazu gibt es natürlich ein Unboxing. Wir schauen uns gemeinsam die Produkte an und am Ende des Videos ist hoffentlich die Frage beantwortet und ich werde euch noch meine persönliche Meinung dazu sagen. Ja, dann starten wir auch gleich. Aber bevor wir hier diesen Karton öffnen, ganz kurz zeige ich euch, wo ich bestellt habe. Und zwar hier auf der Website von Luca S. Und da gibt es verschiedene Mystery Boxen zur Auswahl. Also ihr seht schon hier links oben die Mystery Box, die Golden Edition, die fast $70 kostet. Dann gibt's natürlich noch eine kleinere, die Bronze Edition mit $26. Dann die Silber Edition um $50. Und ja, dann die höheren Kategorien, die Platinum Edition um $90 und die beste Kategorie ist die Diamond Edition um $120. Ja, ich habe mich für die mittlere Edition entschieden und zwar die Golden Edition. Ja, und wenn ihr die auswählt, dann seht ihr, man kann verschiedene Kategorien auswählen. Äh, Zum einen die Kategorie Flowers, also Blumen. Das heißt, in der Mystery Box sind dann Stickkits zu dem Thema Blumen. Dann die Kategorie Landscapes and Houses, also Landschaften und Häuser. Dann haben wir Baby and Kids, dann die Cities, also Städte, Christmas, Weihnachten, Interiors, also Einrichtungen, dann Still Life, also das Stillleben, dann haben wir Romantics, also Romantisches, dann Portrait and People, das sind Porträts und Leute, also Menschen. Dann Various, also das ist Verschiedenes. Und dann gibt's noch die Needlepoint Kits. Und zusätzlich kann man auch noch auswählen, ob man ein Kit möchte, 2 Kits oder 3 Kits. Ja, oh, ich sehe gerade, ich habe hier die Platinum, aber entschuldigt, jetzt haben wir die richtige. Hier haben wir die Golden Edition. Ja, ich habe mich entschieden für die Kategorie Cities und ich habe mich entschieden für 2 Kits. Ja, im Endeffekt hat das um die 60 € dann tatsächlich gekostet, da es natürlich bei der Erstbestellung auch noch einen Rabatt gibt, um die 15%, und das waren dann so um die 60 beziehungsweise 62 €. Ja, bestellt habe ich glaube, es war Anfang Juni oder Mitte Juni. Jedenfalls war die Bestellung dann ziemlich schnell auch da. In einem wunderschönen Karton habe ich diese Mystery Box erhalten. Jedoch beim Öffnen war dann die große Überraschung, ähm, ich habe nichts erhalten, das zum Thema Cities, also zum Thema Städte passen würde, also komplett die falsche Artikel erhalten. Es war in der Box ein Nerdschrahmen, ein großer Nerdschrahmen. Es war in der Box ein Ringkissen, also ihr wisst schon, so ein Ringkissen für die Hochzeiten. Dann war noch ein Tischläufer in dieser Box. Und dann war auch noch ein Armband in der Box zum Besticken. Ja, also nichts, was passen würde zu dem Thema Städte. Ich habe dann auch Luca S. angeschrieben, habe denen auch ein Foto geschickt
Und sie haben mir dann mitgeteilt, ja, ich kann die Artikel behalten und sie werden mir dann das Richtige zuschicken. Ja, und dann habe ich das erhalten. Und zwar diesen Karton, den ihr hier seht. Also ich habe ihn schon geöffnet und habe auch schon reingesehen. Also ein ganz, ganz einfacher Karton, also hat gar nichts mit einer Mystery Box zu tun. Also ja, eine ganz einfache Verpackung, aber zumindest der Inhalt passt und darin sind 2 Kits zum Thema Städte. Ja, angekommen ist das Ganze dann natürlich etwas später, und zwar Anfang Juli. Und ihr wisst, was das bedeutet, denn seit Juli muss man auch Zoll bezahlen. Also sind dann auch noch Extrakosten auf mich zugekommen, aber das schauen wir uns dann am Ende an vom Video. Aber jetzt packen wir das mal gemeinsam aus. Also wie ihr seht, ganz ein einfacher Karton. Irgendwie habe ich mir doch eine Box erwartet zum Thema Mystery. Ja, also außer den 2 Kits befindet sich nichts in dieser Pappverpackung. Und hier haben wir die 2 Kits zum Thema Städte. Und ich denke, wir schauen uns die mal an. Und zwar das erste Kit, das ich erhalten habe, also ein Mystery. Und das ist dieses Kit. Ihr seht, es ist von der Postcard Collection. Und es heißt Positano, Italy. Also die Stadt Positano. Ich muss gestehen, ich muss jetzt selbst googeln, wo das ist. Und das ist eine Stadt an der Amalfiküste. Und diese Stadt ist bekannt für diesen terrassenartigen Bau der Häuser, wie er hier abgebildet ist. Also das ist das erste Stickkit, das ich zum Thema Städte erhalten habe. Und ihr seht, hier haben wir die Beschreibung. Es wird in vollen Kreuz gestickt mit 2 Fäden. Es ist ein 2 Grad Aida enthalten, und zwar ein 16 Count Aida. Die Garne sind von Luca S. Und das Ganze hat 32 Farben. Und Skill Level, also der Erfahrungslevel, ist 3 Herzen in dem Fall. Also mittelmäßig schwer würde ich das beurteilen. Hier haben wir noch die Größe 17,5 mal 26 Zentimeter. Und es gibt dazu auch eine PDF. Und auch für Cross-Stitch Saga. Ja, hier steht es Made in Moldova, also in Moldawien. Ich muss aber dazu sagen, die Lieferung kommt aus England, also aus Großbritannien kommt die Lieferung und nicht aus Moldawien. Ja, also hier haben wir Positano, das erste Stickkit, das ich erhalten habe. Und ich denke, wir schauen da mal rein, was sich alles da befindet. Okay, ja, Karton ist leer. So, ich werde das so, dass man auch das Bild vielleicht noch sieht. Ja, zum einen, wir haben hier die Anleitung. Die möchte ich euch eigentlich nicht zeigen. So. Ja, ich werde das abdecken, denn hier ist dann auch der QR-Code, wo man sich die PDF runterladen kann. Und wir haben hier
die Legende. Wie gesagt, es gibt 32 Farben. Es sind die Luca S Garne, das heißt, sie haben eigene Nummern. Hier haben wir noch einmal, sie haben 32 Farben, ein 16 Count AIDA und in Stiche ist das 110 mal 165 Stiche. Wir haben hier die Garnfarben und auch die verschiedenen Symbole, auch die Beschreibung, mit wie viel Fäden das gestickt wird. Also eigentlich alles mit 2 Fäden, außer Backstitches werden zum Teil mit einem Faden oder auch mit 2 Fäden gestickt. Ja, dann haben wir die Farbennummer von Luca S. Und dann haben wir auch noch die Stichanzahl. Ähm, Wir haben hier zum Beispiel bei den ersten Symbol, das ist ein Backstitch. Mit einem Faden haben wir 32 Backstitches zu sticken. Ja, also das ist sehr übersichtlich und sehr verständlich. Dann haben wir hier auch noch eine Anleitung. Ich werde so. Und zwar natürlich, wie Kreuzstich auch funktioniert. Hier haben wir eine generelle Anleitung, nennt sich das. Ja, hier wird beschrieben, ob ein-, zweifädig oder dreifädig. Ja, Dreiviertelstiche, aber die kommen in diesem Fall auch nicht vor. Ja, einfach eine Anleitung dazu und dann natürlich gibt's noch die Papieranleitung, die möchte ich euch jetzt aber auch nicht zeigen, wegen dem Muster. Und hier haben wir noch eine kurze Anleitung, wie man dann den Stoff auswäscht. Und wie ihr seht, hier bei 40 Grad sollte eigentlich das ganze Gitter verschwinden. Ja, so sollte das am Ende aussehen. Also das war das erste Stickkit, das ich erhalten habe. Dann zeige ich euch gleich noch den Stoff und der sieht so aus. Also ein Easy Count Stoff, wie ihr sehen könnt. Er ist aber weder versäubert noch umrandet. Also einfach ein Stück Stoff, aber in Easy Count, also von daher sehr leicht zu sticken. Und dann haben wir natürlich noch die Garnkarten. Und wie gesagt, wir haben 32 Farben und das sind die Farben dazu. Also hier auf den Garnkarten findet man nur die Symbole. Und hier dieses kleine Loch auf der Seite dient dazu, dass man auch die Restefäden einhängen kann. Ja, entspricht jetzt nicht gerade dem, was ich gern habe bei den Garnkarten, aber das kann ich mir ja im Notfall umkitten. Ich werde es auf jeden Fall so probieren zu sticken und ja. Mal sehen, wie's klappt. Also das war das erste Stickkit Positano, das dabei war. Ja, dann schauen wir uns gleich das zweite Stickkit an und auch zum Thema Städte und es ist New York, USA. Also kann man hier unten lesen, New York City. Ich gehe ein bisschen näher, dass ihr das besser seht. Es blendet ein bisschen. Ja, eindeutig New York, wie man erkennen kann. Und auch hier haben wir wieder, es wird Vollenkreuz gestickt mit 2 Fäden. Es ist ein Zweigard AIDA, ein 16 Count.
Als Garn wird das Luca S Garn verwendet. Diesmal haben wir 36 Farben. Skill Level ist wieder 3 Herzen. Es wird genauso gleich groß, 17,5 mal 26 Zentimeter, und auch hier gibt's eine PDF-Datei zum Runterladen. Und ja, ist wieder die Postcard Collection. Ihr seht, das ist die Nummer 3 und das vorige war die Nummer 2. Also insgesamt gibt es tatsächlich nur 3 verschiedene Städte von der Postcard Collection. Ja, das ist New York. Auch da werfen wir einen kurzen Blick hinein. So, ich verdecke wieder den QR-Code, der hier dabei ist. So, das sieht jetzt so aus. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Ja, auch hier ist die Stichanzahl ziemlich gleich mit 110 mal 165, also ich glaube genauso gleich. Nur der Unterschied ist, es sind 36 Farben. Ansonsten ist es ziemlich ident mit dem vorherigen Bild. Und auch hier haben wir wieder diesen Stoff, also auch wieder diesen Easy Count Stoff in 16 Count. Auch hier weder umsäumt noch umrandet. Hier haben wir noch Nadeln. Die sind mir bei dem vorigen Bild gar nicht aufgefallen. Also wir haben hier 2 Nadeln. Eine etwas größere und eine etwas kleinere Nadel. Ich nehme das mal aus der Hülle. So, ich denke, das kann man jetzt gut erkennen. Also, ich komme ein bisschen näher vielleicht. Ja, und zwar eine mit einem größeren Öhr und eine mit einem kleineren Öhr. Also 2 verschiedene Nadeln, die da dabei sind. Wie gesagt, beim ersten Kit wäre mir das jetzt nicht aufgefallen. Kann aber durchaus sein, dass die Nadeln noch im Karton sind. Ja, und dann auch hier haben wir wieder 3 Garnkarten. Wie gesagt, diesmal 36 Farben. Auch hier wieder nur mit den Symbolen. Ja, die typischen Garnkarten von Luca S. Also alle Kits sind in dieser Form, soweit ich weiß. Ja, das war dann das zweite Kit in meiner Mystery Box. Und ich blende sie euch jetzt noch einmal ein, diese 2 Kits. Machen wir so, dass man das auch besser sehen kann. Ja, und ich würde jetzt gerne von euch wissen, welches dieser 2 Stickkits soll ich im nächsten Monat oder auch, ich weiß noch nicht, vielleicht wird es auch erst das übernächste Monat, sprich, welches dieser Kits soll ich im August oder September ansticken? Also entweder hier auf der linken Seite Positano von Italien oder New York von Amerika. Also ich habe dazu auch eine Umfrage für euch in den Beiträgen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Und ja, ihr entscheidet wieder, welches dieser Stickkits ich im nächsten oder übernächsten Monat ansticken werde. Ja, das war's dann auch schon von dem Unboxing. Ich wollte euch noch eines zeigen, nämlich, wie gesagt, ich habe diese Kits im Juli erhalten und ich will euch auch zeigen, was ich bezahlen musste, was ich nun extra bezahlen musste. Und das sieht so aus.
Ja, ich habe das nur umgeknickt, denn auf der anderen Seite steht mein Name und meine Adresse und ihr seht schon, es steht einmal Abgabe einschreiben, einfach Importtarif Low 6 €. Also das würde ich sagen, ist die Einfuhrsteuer, musste ich 6 € bezahlen und dann kam noch die Zollgebühr von 13,89 €. Also insgesamt musste ich 19,89 € bezahlen, das dann noch extra zu den, ich glaube 62 € war der Preis der Mystery Box. Also ja, also nochmal 20 € dazu, nur dass ihr eine Vorstellung habt, was ich noch bezahlen musste. Und ja, jetzt könnt ihr selbst entscheiden, ob sich die Mystery Box Gold lohnt oder nicht. Mein persönliches Fazit ist: Nein, es lohnt sich nicht. Also ich muss sagen, zum einen bin ich enttäuscht. Ähm, Ich habe diese Verpackung erhalten, also keine wunderschöne Box. Bei der ersten Fehllieferung habe ich eine Box enthalten, einen schönen Karton. Also ja, das fand ich toll, aber diese Pappverpackung gefällt mir gar nicht und unter Mystery Box Gold stellt man sich doch was anderes vor. Ja, dann zum anderen habe ich mir doch andere Städte-Stickkits erwartet. Also wenn ihr da mal gegoogelt habt oder euch mal im Shop umgeschaut habt, da gibt's ja ganz, ganz tolle Städte-Stickkits und ja, irgendwie, ich habe mir doch eines davon erwartet von den tollen Stickkits. So. Ja, von daher ja, hat es meine Erwartungen einfach nicht erfüllt. Dann natürlich noch diese Extrakosten von 20 €. Also im Endeffekt sind wir dann bei über 80 € für diese 2 kleinen Stickkits, die jetzt nicht meinen Erwartungen so entsprechen. Sie sind natürlich jetzt nicht schlecht, aber es ist einfach nicht das, was ich mir erwartet habe. Also vielleicht sollte man, wenn man eine Mystery Box kauft, doch seine Erwartungen etwas runterschrauben. Und wie gesagt, vom Preis her finde ich es einfach nicht gerechtfertigt. So, das war jetzt meine ganz persönliche Meinung. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das seht. Und bitte vergesst nicht, an der Umfrage teilzunehmen, denn eines dieser 2 Stickkits möchte ich auf jeden Fall ansticken. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es war auch diesmal wieder interessant für euch und ja, ihr habt jetzt eine Vorstellung, wie so eine Mystery Box aussehen kann. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder bei einer gemeinsamen Stickzeit am Dienstag und habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.